Man sieht den Weg überhaupt nicht mehr, den wir gegangen sind. Hier, ja, hier runter. In die Boten rein. Jetzt wird's aber richtig steil hier. Down! Remo down! Es geht wieder ab. Wir sind heute wieder auf einem Trip. Wir gehen heute zum Mutenkopf. Das ist der Parkplatz. Hier werden wir unsere Reise starten. Wir werden jetzt die ersten 1000 Höhenmeter mit der Seilgondel machen bis da hoch. Und von da sind es dann noch ungefähr 2 Stunden Wanderzeit. Wir sind heute bin ich mit Remo wieder unterwegs. Neues Bild. Second Life installiert. Zwischenverpflegung, wir haben die Talauffahrt verpasst. Die Talauffahrt, und du bist auch ein bisschen Talauffahrt. An der Bergstation, alles komplett voller Nebel. Hier sieht so aus, es ist eine größere Bergstation hier. So. Wow. Wir werden jetzt durch den Stollen gehen. Blind Change. Schon schön kalt hier im Stollen. Haben uns entschieden, durch den Stollen zu gehen, weil es zu neblig ist und der Außenweg, da würde man gar nichts sehen. Das heißt, wir werden jetzt so schnell wie möglich zu unserem Ziel kommen. Wir werden jetzt hier, das sind ungefähr 1 Kilometer hier im Stollen. Hier in diesem Stollen. Es ist gerade, es ist kalt, das Wasser tropft durch alle Poren hier, der Boden ist komplett nass. Oh yes. Jetzt aus dem Stollen raus, das ist jetzt der Limmernsee. Limmernstausee. Wir werden jetzt hier hochgehen zum Mutenkopf. Leider sieht man von da sollte man einen super Ausblick auf den See haben. Jetzt leider ist es ein bisschen zu neblig. Ich hoffe, dass es später noch besser wird. Aber traumhaft hier, absolut lohnenswert. Holz, wertvolles Holz. Mal schauen, ob es hier irgendwo Holz hat, das nicht mehr gebraucht wird und irgendwo rumliegt. Kann ja sein. Ist schon vielfach passiert. Auf den Bergen Feuchen ist ja immer angenehmer. Und hier habe ich schon ein Stück gefunden. Ist zwar ziemlich durchnässt, aber naja, mal schauen. Hier vorne ist die Staumauer.
Normalerweise kann man da reingehen, aber die ist jetzt wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Puh. Was für eine Farbe hier, das Wasser, Leute. Einfach fantastisch. Und was liegt denn hier? Stück Holz. Was haben wir denn hier? Was versteckt sich da? Nochmal ein Stück Holz. Opa. Ja, auf dem Mutkopf sind ungefähr 650, 700 Höhenmeter. Haben jetzt noch ein bisschen Holz gefunden, das wir hier verstaut haben, in die Rucksäcke aufgeteilt. Jetzt hat es angefangen zu nieseln. Jo, die Kälte kommt, ist nicht so kalt wie im Stollen. Stollen war schon kälter, aber jetzt kommt der Regen hier. Noch mal ein bisschen Holz gefunden. Mr. Remo, Schleppesel. Genau. Los, einpacken das Holz. Da müssen wir hoch. Schon anstrengend hier hochzulaufen. Extreme Steigung. So weit sind wir jetzt gekommen. Super Ausblick. Hier hinten hat es noch ein kleines Flüsschen, das hier reinkommt. Extrem schön hier. Shit, Alter. Schon steil, Mann. Da unten ist noch der Drohnenpilot. Limmernsee. Das war jetzt anstrengend und gefährlich hoch. Der Nebel, der sinkt. Jetzt sind wir in der Nebelgrenze und die Nebelgrenze erreicht.
Wir haben jetzt die Schneefallsgrenze erreicht. Da oben ist unser Ziel, es sind ungefähr noch 300 Höhenmeter. Und der Schnee nimmt uns bald komplett ein. Schnee! Ein paar 100 Meter über der Schneefallgrenze. Der Schnee verdichtet sich immer mehr und die Kälte nimmt mit jedem Schritt zu. Es ist schon arschkalt und der Schnee macht es nicht besser. Die Kälte kommt jetzt auch von unten und der Wind. Ich muss jetzt glaube bald mal eine wärmere Jacke rausziehen. Der Weg hat sich jetzt zu einer Schlabberpartie entwickelt. Es wird auch immer gefährlicher mit dem Schnee hier zu laufen. Es ist rutschig, es ist glitschig und muss extrem aufpassen, dass man hier nicht ausrutscht. Nieseln, der Nieselregen wird stärker. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist die Frage, ob ich die Jacke rausnehme. Wow, rutschig, Mann. Wir haben jetzt hier unter dem Felsvorsprung, hier ist es trocken, haben wir kurz Schutz gesucht vom Nieselregen. Wir nehmen jetzt den Poncho raus. Ich wurde schon ein bisschen zu nass gerieselt. Jetzt kurze Pause. Der See. Und da unten sind wir gleich am Vorsprung. Schnittlauch, feiner Bergschnittlauch. Da werden wir jetzt noch ein bisschen mitnehmen und unser Reis damit tunen. Und nach vorne, das heißt Aufbruchsstimmung. Nieselregen hat aufgehört. Jetzt auf dem Weg zu Muternkopf sind noch 10 Minuten. Sonne, 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 wie hab dich lieb. Der Tiefschnee hat angefangen hier. Schaut euch das mal an hier. Komplett tief. Gerechnet, dass jetzt noch die Sonne kommt. Nice. Schnee hat's, Matsch hat's auch. Los, Eva, du schaffst es, los! Jetzt geht's Freeriding. Wir werden jetzt den begehbaren Pfad verlassen und werden uns hier durch den Tiefschnee da nach oben kämpfen. Ich habe Planwechsel gemacht, das ist einfach zu gefährlich. Ich bin jetzt hier komplett eingesunken mit dem Schuh. Verantwortungsvoll, wenn wir jetzt uns da durchkämpfen, da hochkommen, einfach der Schnee ist zu tückisch. Also meine Kamera hat den Geist aufgegeben. Was ich noch sagen wollte, wir haben jetzt einen Planwechsel gemacht. Wir werden nicht auf den Mutkopf gehen. Ist einfach zu gefährlich, wenn man hier schaut, der Tiefschnee ist komplett tief. Da hat es noch 1, 2 Bäche, die rübergehen. Man sieht den Weg nicht und es ist einfach zu unverantwortungsvoll, wenn wir uns jetzt da durchkämpfen. Ich glaube es nicht, dass es ein Problem sein wird, aber
Es gibt bessere Optionen und die einfach kein Risiko fordern. Und hier das Risiko ist einfach schon größer, als wenn wir auf dem Weg bleiben. Und es hat keine Spuren, man weiß nicht, wo der Weg ist. Es ist einfach gefährlich. Down! Remo down! Zu fetter Arsch. Es ist 6 Uhr, wir sind jetzt hier angekommen bei der Mutsee-Hütte, bei der Staumauer. Wir sind jetzt hier ein bisschen am Auskundschaften, wo wir unser Camp aufschlagen. Es ist relativ schwer, alles einzuschätzen mit diesem ganzen Schnee. Hier könnt ihr mal sehen, wie viel Schnee es hier hingeworfen hat. So ein Vergleich. Ungefähr so viel Schnee. So, was ist jetzt der Plan? Wir sind jetzt hier bei der Hütte, werden uns einen kurzen heißen Kaffee, heiße Schokolade gönnen und danach werden wir einen Platz für die Nacht suchen. Ein bisschen aufgewärmt, die Socken getrocknet und die Schuhe getrocknet und jetzt werden wir uns unseren Schlafplatz aussuchen. Sehr wahrscheinlich werden wir dann da oben schlafen. Willkommen in der guten Stube. Schnee, Frischschnee, falls mir in der Nacht zu kalt oder zu heiß wird. So, was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt hier den Schnee ein bisschen festdrücken, damit ich... Okay. Ja, ist verdammt krumm, Mann. Schön. Das ist ja nicht so geil. Ist alles ein bisschen eckig und kantig. Das ist ja alles gerade machen. Ja, das ist wie Iglu bauen, Mann. Die Handschuhe sind schon flotschnass. Oh, sieht schon ein bisschen gerade aus hier. Du, jetzt ist alles gerade. So lässt sich's aushalten. Also schön so. Hier so einen schönen Ausblick. Und hier ist alles gerade. Ich will jetzt meine Bodenplache noch reinmachen. Dann werden wir uns ums Feuer kümmern und etwas zu essen machen. Vielleicht werde ich hier noch ein bisschen andrücken, dass dieser Schnee nicht so lose ist. Fleißig das Camp am Aufbauen hier. Zweimal Tarp, einmal Zelt.
machen. Hier kochen wir etwas, köcheln ein bisschen. Reis für Sportler, ein bisschen Zwiebeln. Dann machen wir da noch eine Tessiner Wurst, Bratwurst. Das Feuer ist am Laufen. Und die Hütten sind aufgestellt. Also das sind hier das Zelt und hier mein Königreich. Sieht eigentlich alles sehr angenehm aus hier. Jetzt geht's auf durch den Tiefschnee. Wir brauchen Wasser. Ich gehe jetzt ein bisschen Wasser filtern. Wow! Sieht echt trübe aus, das Wasser. Also Pflanzen und Wiese und das ist jetzt das Wasser, das wir trinken. So, jetzt haben wir gefiltertes Wasser. Das noch ungefähr 10 Mal. Das ist gute Nacht da. Ich bin jetzt hier im Zelt. Kondens. Hier ist alles Schnee. Also ich schlafe eigentlich sozusagen komplett im Schnee. Also, wir sehen uns morgen. Guten Morgen. So habe ich gebett. Aber okay, kältetechnisch war es okay. Das einzige Problem war dieser Stängel hier. Mein Kopfteil ist angekommen hier. Und hier unten, keine Ahnung, was hier passiert ist. Komplett verkrüppelt mit Deutsch. Ja, und dann wacht man auf hier zu Schnee. Frischer Schnee. Dann werden wir einen Kaffee machen, noch ein bisschen mit der Drohne rumfliegen und dann werden wir auch schon wieder gehen. Unsere Feuerstelle von gestern. Das ist der See, wo wir Wasser aufgefüllt haben. Die Sonne ist da hinten. Da ist jetzt die Mutkopfhütte, die Mutseehütte. Dahinter ist der Staudamm. Also unser Camp. Dann später werden wir hier durch den Tiefschnee laufen und zur Seilbahn uns bewegen. Jetzt schauen wir mal kurz bei Mr. Remo vorbei. Der hat die ganze Nacht wieder durchgeschnachelt. Keine Ahnung, wie der das macht, Mann. Der geht ins Bett und schnachelt 8 Stunden durch. Und ich habe gekämpft mit meinem Setup, das Krüppel-Setup hier. Ich habe da ein großes Loch gehabt und es war einfach zu kalt gestern. Und dann habe ich das jetzt gestern da noch mit dem Poncho so zugemacht. Das war dann so zu. Das war dann schön zu. Jo, ist viel zu breit aufgestellt und so. Es war einfach zu ein Stress gestern, als wir angekommen sind. Da konnte ich das Zelt nicht optimal aufbauen, aber es hat funktioniert. Und ich habe keine Heringe verwendet. Also nur hier zum Detail. Das ist alles mit Schnee. Ja, ich habe im Fall ab und zu mal noch verkauft. Siehst verdrückt aus, ne, Kollege? Oh yes. Ziemlich verdrückt, Mann.
Oh, shit. So. Jetzt gibt es einen Tee. Oh. Das heißt hart und bricht ein. Es ist gefährlich, um hier zu laufen. Bis der Morgen ist, etwas Warmes trinken. Ist nicht mehr so kalt wie gestern Abend, aber es windet auch nicht mehr so. Es ist trotzdem kalt und das Wasser ist eiskalt. Mein Wasser war schon fast gefroren, darum habe ich jetzt mir einen Tee gemacht. Jetzt warte ich, bis die Siebenschläfer Murmelis aus dem Winterschlaf aufwachen. Dass es schön warm bleibt, meine Thermos. Und was ich noch sagen wollte, gestern Abend habe ich noch ungefähr einen halben Liter Wasser mit in den Schlafsack genommen. Und dann habe ich gedacht, dass der dann mit der Körperwärme morgen schön Wasser, also da habe ich schön körperwarmes Wasser. Aber dieses Wasser war so kalt, dass es mir den ganzen Schlafsack von innen angefangen hat zu kühlen. Dann musste ich die Flasche wieder rausnehmen. Habe ich mir dann gedacht, okay, mache ich mal einfach einen Tee am Morgen. Ist einfacher als jetzt die Flasche. Und wenn die Flasche irgendwie aufgeht oder so, ist auch absolut Desaster. Ja, wollte ich noch mit euch teilen kurz. Also das Experiment hat nicht funktioniert mit der Flasche. Man müsste das Wasser zuerst ein bisschen aufwärmen und dann könnte man es in den Schlafsack tun, dann würde es nicht stören. Aber so 0 Grad kaltes Wasser in den Schlafsack reinzutun mit der Flasche, das kühlt schon aus. Und da brauchst du extrem viel Körperwärme, um das zu erhitzen. Jetzt ist Abbautime. Ich werde jetzt alles abbauen. Ja, mal schauen, ob das rauskommt. Ich zeige euch jetzt, dass da kein einziger Hering drin ist. Wow! So, noch komplett nass hier. Ein Hering hier. Ich gefroren, Mann. Komm raus, Mann. It's some boots time. So ist immer wichtig, wenn man das Camp abbaut, dass der Abfall so schön tight ist, organisiert, das ganze Camp abscannen, dass es nichts mehr hat am Boden. Dann mache ich das immer so, ich nehme meine Isomatte, tue den da rauf, wickle den dann so an. Mache ich dann hier unten hin. Normalerweise macht man das jetzt so. Ja, machst du die selbstständige hier. Normalerweise macht das so. Das ganze Esswarenzeugs hier ganz unten hin. Kann ich hier einfach den Heißverschluss zumachen. Zack. Und dann hier einstecken. Wir brechen jetzt auf. Das war noch unser Schneewall. Windschutz.
Das war das Feuer, alles zurückgebaut und alles so hinterlassen, wie wir es hergefunden haben. Und jetzt geht's ab zum Bähnchen. Runter, haben noch ein bisschen gespielt, wollten eigentlich wieder das Isomatten-Rutschfest machen, aber zu gefährlich hier. Jetzt müssen wir hier dem Weg folgen. Es geht dann da runter, da zu den Felsen, dann da irgendwie runter, dann da traversieren, dann ist da wieder der Weg. Da müssen wir dann da hört die Schneefallsgrenze auf und dann ist da müssen wir dann links oder rechts, glaubst du, auf die Seilbahn. Ja. Hopp, hopp, hopp. Jetzt geht's querfeldein hier durch den Tiefschnee. Wow. Schon rutschig, wow, extrem tief. Das ist ein bisschen Skifahren. Woo! Wow. Wow. Versinke tief Schnee, knietief im Schnee. Wow, schon rutschig. Die Kuh geht über die Weide. Ein bisschen Abenteuer muss sein. Ein bisschen Abenteuer muss sein. Jetzt hier unten angekommen und der Remo macht die gute alte Isomatten-Abkürzung. Metteli, der beste Schlitten in der Wildnis. Versuchen hier zu fangen, weil hier geht's runter. Schauen, ob das geht. Oh, schon verdammt steil. Zu weich, Mann. Okay, ist zu weich.
Schleichwerbung. Scheiße, schon Kinder dort. Nächtig. Nochmal benehmen, nochmal benehmen. Das ist nur eine Attrappe. Ich bin nicht am Film. Oh oh, frisch aus der Can. Robin, hör mal auf. Wow. Oh yes. Just smile. Moo. Abkürzung. Go. Solange ich auf die anderen warte, nutze ich die Zeit. Ein bisschen Energie nachlegen. Das ist eine Bananier. Das sind getrocknete Bananen. Das hat 62 Kilokalorien. Das sieht so aus. Das erinnert mich an irgendetwas. Ja, ist fein, ohne Zucker. Reine Bananen, die werden eingekocht und dann bekommt man diese Pasta hier. Vorne und hinten sind sie am Umblick. Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Ein kleiner Abfallsack. Wer hat den verloren? Mr. Robin. Schöne Gelegenheit hier. Hier sieht man eine Kuh auf der Weide. Fröhlich und glücklich. Die Schneeebene verlassen.
und sind jetzt hier im Grünen unterwegs. Jetzt sind wir auch ein bisschen schneller. Die Schneekilometer, die haben uns recht eingebremst. Von hier bis zur Seilbahn sind es gemäß meiner Map noch ungefähr 5 Kilometer. Und da müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Der Weg sieht so aus. Steinig, geröllig. Sind da durch, dann da runter und ich glaube auf der anderen Seite ist dann ist die Seilbahn dann. Ja, lauf. Das ist jetzt unser Weg. Der geht jetzt da lang, da runter, da rüber. Woo! Wow, wow, wow. Dort. Fertig gegessen, uns verpflegt, Energie getankt und sind jetzt komplett in den Wolken. Die Wolken sind komplett überall. Man sieht den Weg überhaupt nicht mehr, den wir gegangen sind. Jetzt müssen wir hier runter. Jupp, das ist es, Aufbruch. Jetzt in die Wolken rein. Jetzt wird's aber richtig steil hier, unrutschig. Einfach langsam, dann geht das schon.
überhaupt nichts. Also der Nebel ist, wir sind komplett in der Nebelsuppe hier. Man sieht gar nicht, man sieht um die nächste Kurve und sonst sieht man eigentlich gar nicht mehr weiter. Das macht es ein bisschen, das macht es mystisch, sehr mystisch hier. Anderes Update noch, mein Knie hat sich angefangen bemerkbar zu machen. Ich mache jetzt ein bisschen langsamer, stehe jetzt mehr mit rechts ab. Man sieht überhaupt nicht die Straße, man sieht da vielleicht 7 Meter weit, 6 Meter weit. Danach ist einfach weiße Nebelwand. Krass, jetzt kann ich hier die Bergsilhouette sehen. Erinnert ihr euch, auf dem Hinweg sind wir durch den Stollen gelaufen. Das ging alles hier unten durch. Doch nochmal kurz ein bisschen rauf. Schaut doch dieses Flauschi an. Flauschi, Flausch. Die Bahn geschafft. Kommen hier bei der Seilbahn, Mittelstation hier oder Endstation. Die Reise ist zu Ende, das Abenteuer ist zu Ende. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wir würden uns natürlich über ein Like, einen Kommentar freuen. Falls ihr diesen Trip auch mal machen wollt, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr Tipps und Tricks braucht, dann stehe ich euch sehr gerne bereit.